Mein Freund hat mir ein riesiges Kükengefängnis gebaut und mich herausgefordert, aus diesem Escape Room zu entkommen. Von außen besteht das Küken aus normalen abbaubaren Blöcken. Innen ist allerdings alles in Bedrock eingebaut, sodass ich nicht einfach ausbrechen kann. Ich starte im Schnabel des Kükens, gefangen in Bedrock, und es gibt nur einen Ausweg. Kann ich es schaffen, die schwierigsten Räume und Rätsel zu lösen, um diesem Gefängnis zu entkommen? Los geht's, und wir starten heute in einem etwas größeren Raum und haben auch schon einen Gast direkt im Startraum. Ein Huhn. Ich wollte es gerade schlagen. Ich kann es nicht schlagen. Aber das Huhn passt auf jeden Fall schon mal gut zu dem heutigen Gefängnis. Jetzt schaue ich mal. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Da müssen wir nur irgendwie hochkommen. Da sind Knöpfe. Hier sind überall Knöpfe. Okay, wir müssen dann wahrscheinlich irgendwas aktivieren. Ich guck mal. Da komme ich gut dran. Irgendwas passiert? Weiß es nicht. Ich schaue mich mal weiter. Da oben ist ein Dropper. Komme ich da dran? Ich komme da nicht dran. Okay, vielleicht muss ich den irgendwie aktivieren. Hier komme ich ja überall an die Knöpfe dran. Irgendwas müsste dann ja mal passieren. Aber er droppt nichts. Und dahinter haben wir einiges. Eine Werkbank. Einfach so früh eine Werkbank. Das ist aber gefährlich. Denn mit einer Werkbank kann man meistens ziemlich viel machen. Und auch eine Truhe, wo bestimmt schöne Sachen drin sind. Ein Diamant und ein Eisen. Und noch 2 Knöpfe. Wie viele Knöpfe haben wir hier bitte? Und ich komme fast drüber. Es fehlt nur ein Block tatsächlich. Aber da oben ist auch kein Block mehr. Okay, ich schaue mal, dass ich die Knöpfe abbaue. Das geht aber, glaube ich, gar nicht von hier unten. Das ist ja super nervig. Okay, ich könnte die, glaube ich, abbauen. Ja, aber dann würden die dahin droppen. Moment, da ist noch ein Pferd. War da eben schon ein Pferd? Wo kommt das Pferd her? Da steht einfach ein Pferd um die Ecke. Ich verstehe noch gar nichts. Wie soll ich denn hier hochkommen? Es wirkt so einfach, weil nur ein Block fehlt. Aber ich habe keinen. Ich muss irgendwie diesen Dropper betätigen. Da kommt bestimmt ein Block raus. Vielleicht muss ich irgendwie eine bestimmte Reihenfolge drücken. Wenn du schon eine Lösungsidee hast, schreib sie jetzt in die Kommentare und lass auch gerne direkt ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Escape Rooms mehr zu verpassen. Ich möchte gerne zu dem Pferd. Kann ich das Pferd anklicken? Moment. Wenn das Pferd hier rüberkommt, kann ich mich doch draufsetzen. Das könnte es sein, aber es kommt nicht hier rüber. Wo ist es denn? Es ist sogar hier vorne. Aber wenn es vorne ist, komme ich nicht dran. Okay, dann ist es vielleicht doch nicht. Hier ist aber sonst auch nichts mehr, oder? Das Huhn nochmal schlagen, das klappt immer noch nicht. Okay, wir sind im ersten Raum. Ich habe noch nichts. Ich habe auch nichts auf dem Kopf, wollte ich mal kurz checken. Ich habe auch keine Rezepte und ich bin überfragt. Aber ich sehe einige Knöpfe. Okay, das Einzige, was mir noch gerade einfällt, was noch passieren könnte tatsächlich, wäre, dass das Huhn ein Ei legt. Dann hätte ich ein Ei. Was mache ich dann mit einem Ei? Ich könnte vielleicht den Knopf da hinten betätigen. Kann man mit Eier werfen Knöpfe betätigen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich muss doch irgendwie hier dran kommen. Moment, ich stelle mich jetzt genau in die Ecke und dann versuche ich es nochmal, aber ich komme da wirklich nicht dran. Er ist gerade so zu weit weg. Moment, da hinten sehe ich noch was. Hier rechts ist nämlich einfach zu da oben und da nicht. Das ist sehr auffällig. Ich versuche mal da reinzugucken. Da geht es ziemlich tief nach unten. Müssen wir da rein? Nee, da unten ist der Boden, aber da ist auch etwas, eine Druckplatte. Okay, ich muss diese Druckplatte irgendwie betätigen. Das heißt, ich kann entweder irgendwie auf die Druckplatte selber drauf oder ich werfe ein Item drauf. Und jetzt verstehe ich, glaube ich, was wir hier tun müssen. Kann das Huhn jetzt bitte ein Ei legen? Ich brauche irgendein Item. Und die Knöpfe kann ich, glaube ich, wirklich nicht abbauen. Ich brauche das Hühnerei, um aus diesem Raum zu kommen. Wie cool ist das denn? Okay, wir warten auf das Huhn, dass das Huhn mal irgendwann Lust hat, für uns ein Ei zu legen. Und während wir auf das Huhn warten, kannst du gerne mal dem WhatsApp-Kanal folgen. Ist auch immer in der Videobeschreibung verlinkt. Da gab es auch diese Woche wieder einen Teaser auf dieses Video. Also schau da gerne mal vorbei und das Huhn hat ein Ei gelegt. Ich habe endlich ein Item. Ein Hühnerei. Das sieht so wenig aus, aber das müsste ich jetzt hier reinwerfen können. Gut, dass ich das Loch schon gesehen habe, sonst hätte ich jetzt vielleicht da hinten auf die Knöpfe geworfen oder versucht, ein Huhn damit zu spawnen. Aber jetzt muss ich gucken, das darf nicht da oben liegen bleiben. Moment, nicht zu nah ran tatsächlich. Vielleicht so. Okay, es liegt da oben, aber ich komme noch dran, oder? Oh mein Gott, ich dachte kurz, es wäre schon vorbei. Wir probieren es weiter. Und das klang gut. Ja, da kam was raus und es ist hier gelandet. Ich komme dran. Ein Ofen. Wir haben das nächste Item und das ist deutlich sinnvoller als ein Hühnerei. Damit kann man meistens mehr machen. Moment, kann ich das Hühnerei nicht vielleicht sogar wieder aufsammeln? Doch, kann ich. Das ging hier genau durch die Ecke. Das nehmen wir dann auf jeden Fall auch wieder mit. Dann haben wir schon 2 Items. Und jetzt könnte ich den Ofen platzieren, um hier hochzukommen. Aber dann kann ich den natürlich nicht mehr abbauen. Andererseits haben wir da hinten einiges und ich möchte da gerne hin. Ich glaube, ich platziere jetzt den Ofen. Mir fällt sowieso sonst nichts mehr ein. Ich könnte auf ein zweites Hühnerei warten. Aber damit komme ich dann, denke ich, auch nicht mehr weiter. Und dann kommen wir hier hoch und kommen zu dem Pferd in den Raum. Aber ich muss noch kurz schauen. Da ist nichts mehr drin. Ich könnte den jetzt mit der Hand abbauen. Aber ich schaue erstmal weiter. Wir schauen hier erstmal das Offensichtliche uns an, denn hier geht es 3 Blöcke runter, das heißt, ich kann mit der Werkbank und der Truhe auf jeden Fall sowieso wieder hoch, ohne dass ich damit was kaputt mache. Und jetzt schaue ich aber erstmal in die Truhe. Wir haben Essen, das finde ich sehr gut, ich habe nämlich schon ein bisschen Hunger. Und wir haben eine Spitzhacke, die aber fast kaputt ist, eine Eisenspitzhacke. Okay, ich schaue mir direkt mal an, wie sehr die kaputt ist. Wir haben noch 4 Haltbarkeit. Okay, wir müssten wirklich gut überlegen, was wir damit machen. 4 ist nicht besonders viel. Ich kann damit den Diamanten abbauen, ich kann
kann das Eisen abbauen. Ich könnte zurücklaufen und den Ofen abbauen. Erstmal baue ich jetzt aber die 2 Blöcke ab, die sowieso getroppt werden. Damit mache ich auf jeden Fall schon mal nichts falsch, würde ich sagen zumindest. Und dann möchte ich diese Knöpfe drücken. Das kann doch nicht sein, dass die Knöpfe alle nichts bringen. Aber dann sollte ich sie vielleicht wenigstens mitnehmen, denke ich jetzt. Ich baue die einfach mal ab. Ich weiß sowieso, wo die platziert waren. Da nehme ich mir die schon mal mit. Und wir laufen erstmal hoch, die anderen Knöpfe auch noch aufsammeln. Dann haben wir, meine ich, 6 Knöpfe müssten es sein, wenn ich die jetzt hier abbauen kann. Doch, da komme ich dran. Und dann kann ich die aufsammeln. Perfekt. Noch den zweiten hier um die Ecke. Und dann haben wir 6 Knöpfe. Ein bisschen was zu essen, was ich direkt mal essen werde. Ein Hühnerei und eine Spitzhacke mit 4 Haltbarkeit. Okay, ich kann jetzt den Ofen abbauen. Ich könnte den Dropper abbauen. Und ich kann das Eisen und den Diamanten abbauen. Das sind genau 4. Dann wäre die Spitzhacke kaputt. Ich muss gut überlegen, was mir das jeweils überhaupt bringen würde. Der Diamant wäre natürlich cool, aber im Escape Room gar nicht unbedingt so hilfreich, weil wir uns damit ja nicht hochbauen können. Das Eisen können wir uns natürlich auch nicht hochbauen, aber daraus können wir leichter was craften zumindest. Und wir haben eine Werkbank. Kann ich schon irgendwas craften? Einen Kuchen. Ja, nicht ganz. Ich habe das Ei schon mal. Das bringt mir beides überhaupt nichts. Das Pferd hat keinen Sattel auf, sehe ich jetzt gerade. Das heißt, ich kann es auch nicht steuern. Ich kann auch nicht irgendwo hochspringen. Thema hochspringen. Wo geht's eigentlich weiter? Da oben geht's weiter, oder? Da ist auch noch was. Sind das Spawn-Eier von Hühnern? 8 Stück? Warum sind da 8 Hühner-Spawn-Eier? Und wie komme ich da hin? Ich will die alle haben. Okay, wahrscheinlich kriege ich die auch noch. Die Frage ist nur, wie ich da hochkomme. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hoch. Also wir brauchen 5 Blöcke zum Hochbauen. Ich hätte auf jeden Fall schon mal die 2. Dann könnte ich auch einen der Blöcke vielleicht stehen lassen. Das bringt mir vielleicht sogar mehr, als die abzubauen. Dann hätte ich nämlich schon den dritten, auf den ich drauf springen kann. Das heißt, es fehlen nur noch 2. Das kommt doch genau hin. Ich kann auch den Dropper abbauen und den Ofen. Dann habe ich genau 2 Blöcke. Und ich habe noch genau 2 Haltbarkeit. Okay, ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Ich baue erstmal den Dropper ab. Und da kommt ein Amboss runter. Okay, dann muss ich doch nochmal nachdenken. Jetzt habe ich doch einen Block zu viel. Genau genommen einen Block zu viel, den ich abbauen kann. Ein Amboss ist aber natürlich auch direkt ein ziemlich besonderer Block. Da denke ich doch direkt an den 1 Block hohen Durchgang. Mit einem Amboss könnte ich mich runterdrücken. Das heißt, den Amboss mitnehmen wäre auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Ist da sonst noch was drüber? Nein, sieht nicht so aus. Da ist nur noch Bedrock. Okay, Ofen, Amboss, die 2 Erze. Und ich habe jetzt noch den Dropper. Und ich habe noch 3 Haltbarkeit. Dann kann ich sogar den Amboss und den Ofen abbauen und noch Eisen oder Diamant. Ich tendiere allerdings aktuell zu Eisen. Diamant wirkt eigentlich verlockender, aber wie gesagt, im Escape Room kann man mit Eisen eigentlich mehr machen. Den Amboss brauche ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Den baue ich schon mal ab. Nächste Haltbarkeit weg. Dann haben wir jetzt noch genau 2. Und ich könnte mich jetzt aber schon hochbauen. Problem ist, ich brauche den Amboss eigentlich da oben. Ich kann den nicht einfach als Block benutzen. Das heißt, ich brauche noch einen Block mehr, aber den Ofen kann ich wahrscheinlich gar nicht mitnehmen. Wenn ich den abbaue, droppt er ja nach unten. Weil es hier 2 Blöcke tief ist, komme ich dann nicht mehr dran. Dann könnte ich natürlich auch die Blöcke nehmen, um mich runterzubauen. Aber wenn ich die dann wieder abbaue, droppen die ja auch nach unten. Das heißt, einen Block muss ich hier zurücklassen. Denke ich zumindest aktuell. Mal gucken, was ich hier noch so rausfinde bis dahin. Vielleicht baue ich den doch noch ab. Sehe ich da schon irgendwas da oben? Ich sehe nur die Rahmen, aber dahinter sehe ich nur Bedrock. Aber ich habe ein neues Hühnerei gehört. Das möchte ich mitnehmen. 2. Ei, während ich hier warte die ganze Zeit. Oh, ich habe gerade eine Idee. Ich weiß, wie wir an den letzten Block kommen. Jetzt macht alles auf einmal Sinn. Hier sind so viele Sachen, die irgendwie noch gar nichts geholfen haben. Allein schon, dass der Ofen ein Ofen ist, ist schon mal sehr verdächtig. Dann haben wir genau 6 Knöpfe. Und hier läuft ein random Pferd rum, was mir noch nichts gebracht hat. Aber das Pferd hat noch etwas, woran ich mich erstmal nicht gedacht hatte. Das Pferd hat eine Rüstung an. Die kann ich einfach mitnehmen. Das ist cool. Jetzt habe ich nämlich noch ein neues Item. Und das Item ist aus Eisen. Okay, wir haben noch 2 Haltbarkeit. Ich baue jetzt das Eisen ab, weil dann haben wir immer noch den Diamanterzblock, um uns da hochzubauen. Den würde ich dann wirklich nicht abbauen wollen. Also das Eisen nehme ich mit. Und jetzt haben wir noch eine Haltbarkeit, oder? Ja. Jetzt kann ich noch eine Sache abbauen. Oder ich benutze die Spitzhacke für etwas anderes. Das ist so cool. Ich bin irgendwie jetzt gerade so drauf gekommen. Und auf einmal hat alles irgendwie funktioniert. Alles macht auf einmal Sinn. Ich habe den Ofen. Ich werde jetzt das Eisen mit Knöpfen durchschmelzen. Das sollte 2 Knöpfe kosten, oder? Ich meine zumindest. Wenn das jetzt mehr verbraucht, habe ich ein Problem. Aber nein, das passt. Okay, wir haben das Eisen und wir haben neue Rezepte freigeschaltet. Und da war nämlich auch schon das Rezept dabei, was mich gerade so interessiert. Nämlich eine Kette. Ich brauche 2 Nuggets, dann könnte ich mir eine Kette craften. Und damit sollten wir da hochkommen. Kann ich auch irgendwas anderes craften? Ich schaue trotzdem mal. Die Nuggets so zu craften macht natürlich keinen Sinn. Dann würde ich mein Eisen verlieren. Und ansonsten kann ich das eigentlich auch alles nicht craften. Okay, wie komme ich an 2 Nuggets? Indem ich etwas durchschmelze, was mir Eisen bringt. Und deswegen war
war da ein Pferd mit Eisenrüstung, weil ich natürlich Eisenrüstung auch durchschmelzen kann und daraus ein Nugget bekomme. Das ist irgendwie richtig cool. Ich hoffe, das klappt jetzt auch wieder, aber das sollte immer genau 2 verbrauchen, oder? Ja doch, das kommt wieder genau hin. Perfekt. Und dann brauchen wir noch ein Nugget und ich baue den Ofen nicht ab, den ich ja sowieso nicht bekommen würde, sondern ich benutze die letzte Haltbarkeit der Spitzhacke und schmelze die Spitzhacke selbst durch. Und damit bekommen wir das zweite Nugget, können uns daraus natürlich die Kette craften. Da nehme ich die Blöcke wieder mit und dann bauen wir uns einmal hier hoch. Nur verbrauche ich jetzt auch wieder alle meine Blöcke leider. Ich weiß nicht, ob ich die gleich noch irgendwie mitnehmen kann, aber ich bin oben. Ich sehe die Hühner-Spawn-Eier vor mir und ich möchte schauen, was ich dahinter noch sehen kann. Da geht es, glaube ich, runter. Nach unten ist noch etwas Platz. Oben sieht es ziemlich dicht aus. Okay, und jetzt kommt etwas Schwierigeres. Ich bin immer noch irgendwie am Überlegen, aber ob ich die Werkbank doch mitnehmen kann. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie, außer wenn ich den Amboss hier lasse und dann komme ich hier nicht durch. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt wird es, wie gesagt, etwas schwieriger. Ich kann den Amboss hier platzieren. Wenn ich den Amboss platziere und er runterfällt und ich dann daneben schräg reinlaufe, sollte ich zu Boden gedrückt werden. Wenn ich genau drunter laufe, dann kriege ich ihn einfach auf den Kopf. Und wenn ich zu weit weg laufe, dann passiert gar nichts, weil dann berühre ich ihn gar nicht. Das heißt, das ist leider gar nicht so einfach und ich habe nur einen Versuch. Ich kann diesen Amboss nämlich nie wieder abbauen. Also probieren wir es einfach mal. Ich mache es mal hier in der Mitte. Stelle mich auf den Nebenblock. Ich weiß gar nicht, wie nah ran ich muss, aber wenn ich mich so stelle und den hier platziere, dann bin ich zu tief drunter auf jeden Fall. Vielleicht ungefähr so. Ich laufe ja wahrscheinlich noch ein bisschen schräg dann hier rüber. Könnte hinkommen. Ich muss halt genau reinlaufen, sonst klappt das nicht. Probieren wir es aus. Ich setze den Amboss und laufe rein. Das hat ein bisschen wehgetan. Ich war vielleicht ein bisschen zu nah, aber ich liege. Und damit habe ich es geschafft, mich runterzudrücken. Sowas finde ich immer richtig cool. Jetzt kann ich auch die Spawn-Eier aufsammeln. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich hoffe, das finde ich bald raus. Ich nehme aber wirklich alles mit, natürlich. Auch die Rahmen. Und ich höre einen Zombie. Ich sehe aber noch keinen Zombie. Wenn da ein Zombie ist, sollte ich nämlich nicht einfach so reinspringen. Erstmal muss ich jetzt wieder was essen, weil ich auch regeneriert habe. Und ich höre auch noch ein Huhn. Ich habe 2 Eier, 8 Spawn-Eier und natürlich die Rahmen und das Essen. Sonst habe ich nichts mehr und kann auch gerade natürlich nichts mehr craften. Ich komme theoretisch noch an den Amboss ran. Ich könnte den normal als Amboss benutzen. Dafür habe ich aber aktuell nichts. An die Werkbank komme ich, glaube ich, jetzt nicht mehr ran. Die ist, glaube ich, jetzt wirklich weg. Dann können wir damit doch nicht so viel machen heute. Und hier führt eine Treppe aus Ambossen nach unten. Ich höre aber irgendwo den Zombie. Da geht es um die Ecke. Da sehe ich aber noch nichts. Da geht es nach unten. Okay, ich glaube, hier kommt der Zombie nicht hin. Dann kann ich hier erstmal in Ruhe runterspringen und kann dann aber natürlich mich nicht mehr hinlegen. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht mehr zurück. Hier sind eh neue Ambosse. Also nehmen wir lieber die mit und gehen hier die Treppe runter. Die stehen hier aber auch sehr seltsam trotzdem. Warum ist die Treppe aus Ambossen? Das weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Mal gucken, wo es weitergeht. Es geht doch nicht nach unten. Unten ist ein Knopf, der mal wieder gar nichts bringt, wenn ich den drücke. Und da geht's oben weiter. Ich höre den Zombie immer lauter und ich kann da aber noch nichts sehen. Okay, wie kommen wir da hoch? Wir haben von unten aus gesehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Und ich habe genau 0 Blöcke zum Platzieren. Das ist nicht so gut. Das reicht auf jeden Fall nicht. Ich hätte sonst die Ambosse hier. Das sind sogar genau 6. Aber die kann ich ja auch nicht einfach abbauen. Ich könnte Hühner spawnen. Dann würden hier überall Hühner rumlaufen. Dann würde ich vielleicht neue Hühnereier bekommen. Weiß ich aber nicht, was ich damit machen soll. Okay, eine Idee habe ich noch. Ich könnte den Knopf natürlich auch platzieren unter einen Amboss. Dann wird der gedroppt. Das Problem ist, dass da drunter Bedrock ist. Das heißt, ich könnte höchstens einen Amboss kaputt machen und die beiden dann aufsammeln, wenn ich es richtig time. Genauso in der Mitte mit dem Einzelnen. Dann hätte ich aber 3. Ich zähle jetzt nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich den Knopf unten lasse und den Amboss draufsetze, müsste ich nur 4 Ambosse platzieren. Ich kriege aber nur 3. Okay, das ist es noch nicht. Das ist leider nicht die Lösung. Und damit würde ich ja auch Ambosse kaputt machen natürlich. Was kann ich hier tun? Ist hier sonst noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ist dahinter was? Moment, ist dahinter die Wand überhaupt dicht? Vielleicht kann ich hier noch abbauen und dahinter was rausholen. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, da ist nur Bedrock. Moment, ich denke die ganze Zeit falsch. Ich kann doch den Knopf auch einfach abbauen und eins höher platzieren. Dann könnte ich da den Amboss drauf machen. Aber dann weiß ich nicht, ob ein Amboss so funktioniert. Mit einem Lectern kann man auf jeden Fall auch so auf die Seite springen und dann hochspringen. Kann man das bei einem Amboss auch machen? Kann man. Okay, dann weiß ich's. Das ist mega cool, das wusste ich gar nicht. Macht aber irgendwie auch Sinn, weil der Fuß ja unten auch wirklich ein bisschen vorsteht. Ich kann von der Seite an einen Amboss dran springen und dann noch nach oben. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die 1, 2, 3 Ambosse, dann kommen wir oben an.
Ich brauche den Knopf. Jetzt wird es aber nochmal schwierig. Wenn ich das einmal nicht schaffe, ist es, glaube ich, auch wieder vorbei. Ich brauche nämlich wirklich die 3 Ambosse. Das heißt, ich muss jetzt den da unten mit der Hand abbauen und im richtigen Moment den Knopf dann drunter setzen, damit der obere auf den Knopf fällt und droppt. Minecraft-Logik. Und ich glaube, ich habe auch noch nie einen Amboss mit der Hand abgebaut. Wirklich noch gar nicht. Das kann auch wieder ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Ich überlege aber trotzdem, ob ich den hier zuerst abbauen soll, damit ich mir das nochmal genauer anschauen kann, wie der kaputt geht und in welchem Moment er dann wirklich bricht. Ich glaube, ich schaue mir das nochmal genau hier an. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn und ich hoffe auch, dass ich den nachher nicht doch noch irgendwie brauche, aber ich glaube, ich brauche wirklich nur die 3, um mich da hochzubauen. Jetzt versuche ich mir gerade die Muster der Risse einzuprägen. Okay, oben so. Okay, ich habe es, glaube ich, ziemlich gut verstanden tatsächlich. Hier an der Ecke, wenn da der Riss kommt, dann ist die nächste Stufe sozusagen, dass der Amboss kaputt geht. Das heißt, ich baue jetzt den Amboss ab und wenn hier oben die Risse kommen, mache ich mich bereit und dann bricht der Amboss und ich platziere schnell den Knopf. So viel dazu, jetzt probieren wir es aus. Ich mache euch aber am besten mal einen Zeitraffer rein, weil das dauert jetzt doch etwas länger. Und das hat geklappt. Wir haben den ersten Amboss. Schnell den Knopf abbauen und wir machen weiter. Ich will noch 2 haben. Perfekt, damit haben wir 3 Ambosse und den Knopf natürlich auch wieder. Und ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Aber es ging tatsächlich auch schneller, als ich dachte, einen Amboss mit der Hand abzubauen. Jetzt kann ich den Knopf da hinsetzen, den Amboss drauf. Und das muss jetzt funktionieren, oder? Ja, ich komme nach oben. Dann komme ich noch 2 nach oben. Dann sind die Ambosse auch schon wieder weg. Und wir kommen in den nächsten Raum. Da ist der Chicken Jockey, nicht nur ein Zombie. Wir haben einen Chicken Jockey. Passt ja auch eigentlich perfekt zum Gefängnis heute. Schon wieder ein neues Huhn. Ich möchte dieses Hühnerei haben. Ich muss aber mal kurz erstmal überlegen, ob ich heruntergehe. Da ist ein Lava-Eimer. Da könnte ich dich reinsetzen. Und hier sind Gitter, die euch ja erstmal abhalten. Das heißt, ich glaube, es macht jetzt wirklich Sinn. Und ich gehe einfach mal hier runter. Und wir schauen uns das genauer an. Ich möchte das Hühnerei direkt schon mal haben, bevor es despawnen. Kann ich das irgendwie so aufsammeln? Jetzt sind beide da hinten. Das ist nicht so gut. Ja, jetzt sind alle 3 da hinten. Das ist wirklich nicht so gut. Ich nehme mir den Lava-Eimer mit. Aber wenn ich den nicht mit Lava-Eimer, sondern mit der Hand umhaue, dann bekomme ich die Schallplatte. Weil wenn ich jetzt da einen Lava-Eimer hinsetze, wird das Huhn ja direkt verbrennen. Ich glaube, ich sollte lieber so drauf gehen. Moment, der hat übrigens einen Trank in der Hand. Das sehe ich jetzt erst. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist das für einer? Irgendeinen Wurftrank hat der Baby-Zombie in der Hand. Egal, wir sollten weitermachen, bevor meine ganzen Hühnereier despawnen. Schön umfallen bitte. Ich möchte die Schallplatte haben und am besten auch den Trank. Der droppt auch wirklich, der Trank. Ich habe die Schallplatte, jetzt kann ich durch, jetzt ist alles safe. Also schnell den Zaun abbauen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den nicht mehr brauchen. Ich habe auch nichts, um den sonst abzubauen. Also einfach mal kaputt machen. Dann kann ich meine Items einsammeln und jetzt haben wir wieder Ruhe. Jetzt kann nichts despawnen. Ich habe 3 Hühnereier und ich habe einen Windcharge-Trank. Okay, den kenne ich zwar, aber damit kenne ich mich jetzt auch noch nicht gut aus. Und ich habe natürlich die Lava-Chicken-Schallplatte und das Huhn tanzt sogar schon. Ansonsten habe ich noch einen Lava-Eimer. Was mache ich damit denn? Geht's da weiter? Muss ich gleich mal gucken. Und die Spawn-Eier. Das ist gerade echt langsam super verwirrend. Ich gehe erstmal hier weiter. Ich möchte schauen, wie es weitergeht. Also nochmal hier die Kette durchbrechen. Perfekt. Und hier geht's nach unten, aber nicht weiter. Da ist der Ausgang. Oh mein Gott, wir sind schon am Ausgang. Der ist aber ziemlich weit oben. Wie kommen wir jetzt da hoch? Hier ist aber auch kein Schallplattenspieler. Ich dachte, ich könnte jetzt wieder einen Schallplattenspieler aktivieren. Und ich habe tatsächlich keinen Block, um mich hochzubauen. Aber wenn da der Ausgang ist, heißt das auch, die Sachen, die komisch sind, wie zum Beispiel die Spawn-Eier oder auch die Schallplatte oder auch den Trank, muss ich jetzt eigentlich hier benutzen. Sonst macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, ich muss irgendwie da hochkommen. Kann ich mich mit dem Effekt irgendwie selber hochboosten? Wenn ein Mob den Effekt hat und dann stirbt, dann löst er sich doch aus. Das heißt, ich könnte mich damit hochschleudern, oder? Ich glaube, das ist hier wirklich die Sache, die wir machen müssen. Und ich würde mal sagen, wir müssen hier unsere Kanone laden und uns hochschleudern. Deswegen auch so viele Spawn-Eier. Weil ein Mob wird mich ja nur so leicht wegstoßen. Ich muss also mehrere Hühner auf einmal erledigen. Okay, du sollst bitte schon mal in das Loch rein. Ich habe aber nichts, um dich anzulocken. Kannst du bitte einfach selber darüber laufen? Ich brauche dich noch. Da runter sollst du. Und um die Ecke und dann da rein. Perfekt. 1 haben wir drin. Okay, dann muss ich die aber auch gleichzeitig erledigen. Dafür ist der Lava-Eimer. Das macht alles Sinn. Dann fehlt mir nur noch der Sinn der Schallplatte, ehrlich gesagt. Und auch eigentlich der Hühnereier. Weil 9 Hühner müssten einen ganz schön weit schleudern können, oder? Ich würde sagen, wir probieren es aus und hoffen einfach mal. Ich muss aber auch gucken, wo ich dann hingeschleudert werde. Ich setze die Hühner jetzt alle hier rein. Dann haben wir 9 Hühner da unten drin, die uns da hochschleudern sollen. Dann fliegen wir da mit sonst was für einer Geschwindigkeit raus und müssen das überleben. Wie mache ich das am besten? Soweit habe ich noch nicht gedacht. Ich hoffe mal, wir haben irgendwo Wasser in der Nähe und dass wir möglichst weit hochgeschleudert werden, sodass ich noch ein bisschen Zeit habe, danach zu gucken. Aber es wird jetzt auch wirklich Zeit. Dass ich nicht weiß, wo ich dann genau rausfliege, macht mich tatsächlich gerade noch etwas unsicher. Aber das klappt ja. Also es muss der Weg sein. Ich muss da irgendwo sicher landen können. Okay, ich esse nochmal was. Dann sind wir voll gegessen. Dann brauche ich den Trank, den Lava-Eimer. Ich packe alles andere jetzt erstmal weg. Ich werfe den Trank rein.
setz die alle in Lava, nimm die Lava auch wieder weg. Und dann lasse ich mich reinfallen und dann müsste ich nach oben geschleudert werden. So viel zur Theorie. Probieren wir es jetzt aus, würde ich sagen. Einmal den Trank da drauf. Jetzt haben die alle für 3 Minuten Wind charged. Oder nicht für 3 Minuten, weil das ist ja ein Wurftrank. Je nachdem, wie gut die getroffen wurden, sozusagen. Jetzt setze ich die Lava rein, nimm sie wieder weg. Oh mein Gott! Ich wurde geschleudert. Da ist Wasser, aber da komme ich nicht rüber. Da ist ein Loch. Okay, ich sehe es gerade. Da ist ein Loch im Haus. Ich habe es gerade so noch gesehen. Und wir sind drin gelandet. Oh mein Gott, war das nice. Und da steht ein Schallplattenspieler. Das passt perfekt. Den brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber wir können die Disk auflegen und haben es damit geschafft. So habe ich es geschafft und bin erfolgreich dem riesigen Kükengefängnis entkommen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gefällt dir bestimmt auch das hier. Jetzt würde ich mich noch über dein Like und dein Abo freuen und wir sehen uns in der nächsten Challenge oder dem nächsten Bedrock Escape Room.